Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Wir alle kennen und lieben die Filme von Ishiro Honda und wissen auch alle um die Botschaften der einzelnen Filme. Eine besondere Botschaft zieht sich jedoch durch die meisten Filme, und zwar die Völkerverständigung. Um zu verstehen, warum es seine Herzensangelegenheit war, müssen wir uns erstmal ein wenig mit seiner Lebensgeschichte beschäftigen. Ishiro Honda wurde am 7. Mai 1911 als 5. Sohn eines buddhistischen Mönches geboren. Er selbst interessierte sich für die Wissenschaft und sein Bruder wollte, dass er ebenfalls Zahnarzt wird. Honda selbst war aber schon frühzeitig an der Filmkunst interessiert, schlich sich in Filmvorstellungen und so bewarb er sich 1931 an der Nihon-Universität und wurde auch angenommen. Während seines Studiums erhielt er ein Jobangebot von Iwao Mori, den damaligen Produktionsleiter von Photographic Chemical Laboratories, und nachdem er 1934 sein Studium beendete, nahm er seine Arbeit dort auf. Er begann dort als Regieassistent, und noch kurz darauf begann sich sein Leben radikal zu ändern. Im Herbst 1934 wurde er von der kaiserlich-japanischen Armee zur Musterung einberufen und wurde im Januar 1935 zum Dienst einberufen. Er wurde dem 1. Infanterieregiment in Tokio zugewiesen und 1936 putschte sein ehemaliger Kommandant Yasuhide Kurihara und der Vorfall vom 26. Februar folgte. Und obwohl Honda nicht beteiligt war, wurde er strafversetzt und wurde zusammen mit dem Rest seines Regiments in die Mandschurei, in den damaligen Vasallenstaat Japans Manchukuo verlegt. 1937 lernte er seine Frau Kimi kennen, die er 1939 heiratete. Kurz vor der Geburt seiner Tochter wurde er zurück nach China berufen. 1937 kam es zum Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und er musste immer wieder seinen Kriegsdienst leisten. Er durfte seine Familie nur kurz besuchen und musste dann zurückkehren. Zwischen 1940 und 1941 war er im besetzten Teil Chinas eingesetzt. Um genau zu sein, bei einer Troststation, also einem Bordell, wo chinesische Frauen zur Zwangsprostitution gezwungen wurden. Und auf diese Zeiten geht er später in dem Essay Reflection of an Officer in Charge of Comfort Women ein. Und als er 1942 nach Japan zurückkehrte, stellte er fest, dass die Firma Photographic Chemical Laboratories nicht mehr existierte. Im Zuge der Propagandamaßnahmen von 1939 wurde die Firma mit anderen Firmen zwangsfusioniert, in Toho umbenannt und seine ehemaligen Kollegen mussten Propagandafilme drehen, um die Kriegsanstrengungen Japans zu unterstützen. Im Januar 1944 wurde sein Sohn Ryuichi geboren. Doch wieder konnte er nicht lange bleiben, denn im März wurde er erneut einberufen. Zuerst sollte es auf die Philippinen gehen, doch er wurde erneut in China eingesetzt. Er wurde zum Sergeant befördert und war für den Handel und die Kommunikation mit der Zivilbevölkerung zuständig. Honda selbst meinte, dass er während seiner Zeit den Chinesen niemals Befehlen gab und sie mit dem größtmöglichen Respekt behandelt hat. Und kurz darauf wurde er von der chinesischen Armee gefangen genommen und da er sich dort mit Tempelmönchen anfreundete, die ihn sogar zum Bleiben überzeugen wollten, wird seine Aussage wohl stimmen. Und kurz vor seiner Gefangennahme erkam er dabei noch knapp dem Tod. Neben ihn schlug eine Mörsergranate ein, doch sie explodierte nicht. Diese Granate hat er später geborgen und als ständige Erinnerung auf seinem Schreibtisch gestellt. Insgesamt absolvierte er 3 Fronteinsätze und war 6 Jahre lang im Frontdienst. Und auch wenn er nach eigener Aussage sich so gut wie es ging aus den Gräueltaten heraushielt, so erlebte er während dieser Zeit massive Zerstörungen, die Misshandlung von Zivilisten und die mangelhafte Versorgung der eigenen Truppen. Im März 1946 konnte er endlich nach Japan zurückkehren und fand ein zerstörtes Land vor. Vor allem die Hibakusha, die Opfer der Atombombenabwürfe, hinterließen einen bleibenden Eindruck. Seine Erlebnisse bereiteten ihm bis zum Lebensende Albträume. Und nach solchen Erlebnissen ist seine Ablehnung von Krieg, Militarismus und allgemeinen Feindseligkeiten zwischen den Ländern wohl für jeden nachvollziehbar. Und dennoch musste er mit ansehen, dass der Krieg auch weiterhin die Menschen in den Ländern Asiens heimsuchte. Denn in Indochina kämpften Frankreich und in Indonesien die Niederlande um ihre Kolonien, während in China, Korea und Burma ein Bürgerkrieg tobte. Und deswegen lehnte er nach seiner Rückkehr sogar ab, Kriegsfilme für Toho zu produzieren. Und dies änderte sich erst 1953, als Toho ihn bat, den Film Eagle of the Pacific zu drehen. Der Film thematisiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs und dreht sich um Admiral Isoroku Yamamoto. Und dies war der erste Film, an dem Ishiro Honda und Eiji Tsuburaya gemeinsam arbeiteten. Und dort war bereits Hondas Meinung zum Krieg zu erkennen, doch erst ein Jahr später konnte er in Godzilla den Menschen erneut zeigen, wie schlimm ein Krieg und die damit verbundene Zerstörung ist. Godzilla, die Metapher für die Zerstörungskraft der Atombomben, zerstört Tokio. Und auch die Folgen der Strahlenkrankheit können erkannt werden, denn der Fischer Masashi Yamada überlebt zwar den Angriff Godzillas, doch fällt ihm kurz darauf dennoch zum Opfer. Doch nicht nur in diesem Film ist die Antikriegsbotschaft zu erkennen.
Im Jahr 1963 erschienenen Film U-2000 Tauchwort des Grauens, im Original Katay Gunkan, wird die Geschichte von Kapitän Hachiro Yonji behandelt. Er diente während des Zweiten Weltkriegs in der Kaiserlich Japanischen Marine und war ein brillanter Schiffsbauer. Am Vorabend der Kapitulation Japans rebellierte er und verschwand mit seinem U-Boot und dessen Besatzung. Und dabei ließ er seine 3-jährige Tochter Makoto zurück. Er ist also ein Mann, der so vom Kriegseifer und Stolz besessen war, dass er lieber einen verlorenen Krieg weiterkämpfen wollte, anstatt mit seiner Familie zu leben. Und damit war er das komplette Gegenteil von Honda. Erst zum Ende des Films, nach dem Kampf mit dem Königreich Mu, hat er seinen Fehler eingesehen und sich für das ruhige Leben mit seiner Tochter entschieden. Beim Gipfel in Genf 1985 schlug Ronald Reagan Michail Gorbatschow vor, dass sich die USA und die Sowjetunion im Falle einer Alien-Invasion verbinden sollten, und auch dieses Thema wurde Jahrzehnte vorher von Honda aufgegriffen. Honda selbst war von den Vereinten Nationen begeistert, da er daran glaubte, dass diese Vereinigung den Weltfrieden schützen kann. 1956 trat Japan bei und ein Jahr später erschien mit Weltraumbestien Shikyo Boikun ein thematischer Film dazu. In dem Film geht es um den Astrophysiker Ryoshi Shiraishi, der nach der Arbeit an Berichten über den zerstörten Planeten Mysteorit in ein Dorf nahe dem Fuji zieht, welches kurz darauf durch eine Katastrophe zerstört wird. Bei den Ermittlungen taucht ein riesiges Monster auf, das später als außerirdischer Roboter identifiziert wird. Wissenschaftler entdecken schließlich eine Kuppelbasis der Mysterianer, Überlebende von Mysteroid, die auf der Erde siedeln und sogar Ehen mit menschlichen Frauen erzwingen wollen. Nachdem die Regierung ihre Forderungen ablehnt, kommt es zu einem militärischen Konflikt zwischen den Außerirdischen und den internationalen Streitkräften. Am Ende wird die Kuppel zerstört, die Mysterianer ziehen sich zurück und die Menschheit erkennt die Bedeutung weltweiter Zusammenarbeit für den Frieden. Im Nachfolger Krieg im Weltenraum, Uchu Daisenjo von 1959, hat sich dieser Traum erfüllt, denn unter dem Banner der Vereinten Nationen haben die Länder der Welt ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit eingeleitet. Können wir die Erde aus ihrer Bahn, aus ihrem Orbit herausschieben? Im letzten Film der Weltraumtechnologie kommt es sogar zu einem positiven Nutzen der Atomenergie. Und bei diesem Film von 1962 handelt es sich um Gorath, Yosei Gurasu. Der Titel bezieht sich auf den Meteoriten, der sich auf die Erde zubewegt und ihn zu zerstören droht. Um diesem Schicksal zu entgehen, soll die Erde aus ihrer Umlaufbahn gebracht werden. Um Reaktoren zu bauen, die dafür genug Energie bereitstellen können, werden von allen Ländern, die ein Atomprogramm haben, sämtliche Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt. In dem Film Frankenstein und die Monster aus dem All, Kaiju Sonshigeki von 1968, hatte es die UN sogar geschafft, alle Kaiju auf einer Insel, der sogenannten Monsterinsel, gefangen zu halten und zu überwachen. Doch nicht nur international, sondern auch innerhalb von Japan nahm Honda die gesellschaftlichen Probleme thematisch auf. Bereits 1955 wurde mit dem Film Yujin Yu-Gi-Oh! Toko eine Schattenseite Japans gezeigt: die Diskriminierung von Bergvölkern und Ureinwohnern. Diese Diskriminierung hat ihren Ursprung in der Edo-Zeit. Außerhalb der 4 Stände gab es die Buruka bzw. Burukumin. Diese Menschen wurden nochmal in 2 Gruppen unterteilt, nämlich in die Äther, die Beschmutzten, und die Hinien, die Nichtmenschen. Zu den Äther gehörten alle Menschen, die einem Beruf nachgingen, der als unrein galt. Dazu gehörten zum Beispiel Totengräber, Gerber oder auch Fleischer. Da diese Berufe erblich waren, war man bereits mit seiner Geburt ein Teil davon und durfte nur teilweise am öffentlichen Leben teilhaben. Meistens mussten sie in separaten Dörfern wohnen. Die Hinien hingegen waren Menschen, die aufgrund von Verbrechen oder öffentlichen Verfehlungen aus der Gesellschaft verbannt wurden. Nach der Meiji-Restauration von 1868 wurden die Stände abgeschafft, und obwohl 1871 der sogenannte Befreiungserlass verabschiedet wurde, der diese Diskriminierung beenden sollte, bekamen sie dennoch nicht dieselben Rechte. So wurden zwischen Heimin, Normalbürgern, und Shinheimin, Neubürgern, unterschieden. Daraufhin kam es in verschiedenen Bewegungen, die 1955 in der Gründung der Baruka-Befreiungsliga Baruku Kaiō Domai mündete. Deren Mitglieder waren später an der Gründung der internationalen Bewegung gegen alle Arten der Diskriminierung und Rassismus beteiligt. Ihr Kampf dauert bis heute an, denn obwohl seit 1976 keine öffentlichen Register mehr existierten, sollen Unternehmen bis heute inoffizielle Listen haben, und auch aufgrund ihrer Geburtsstadt können sie bis heute leicht identifiziert werden. Und zudem gibt es das Volk der Ainu und der Ryukyu. Vor allem die Ainu waren während der Kolonisierung Hokkaidos harten Repressalien ausgesetzt, die zum Ziel hatten, dass sie sich schnellstmöglich assimilieren. So wurde ihre Sprache und auch ihre traditionellen Tätowierungen verboten. Seit 2008 zählen sie als indigenes Volk, und dennoch verschweigen bis heute deren Mitglieder ihre Herkunft, da sie soziale Nachteile vermeiden wollen.
Wie bereits erwähnt, hatte sich 1955 zum ersten Mal ein Film von Honda diesem Thema gewidmet. Allerdings war das Aussehen der Bergbewohner derart grotesk, dass Toho den Film einstellen musste. Im Film geht es um eine Gruppe von Freunden, die in den japanischen Alpen Skifahren. Aufgrund eines Schneesturms werden sie voneinander getrennt und die eine Gruppe wird von einem unbekannten Tier angegriffen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine Art Schneemensch handelt, der von den Bergbewohnern angebetet wird. Als sein Geschäftsmann das Kind des Schneemenschen entführt, attackiert dieser das Dorf der Bergbewohner und tötet viele von ihnen. Und kurz darauf wird auch der Geschäftsmann getötet, nachdem ein Kollege von ihm das Kind des Schneemenschen erschoss. Schlussendlich wird den Skifahrern bewusst, dass der Schneemann normalerweise friedlich ist, doch als eine Frau der Gruppe von ihm entführt wurde, verfolgen sie ihn. Zum Schluss wird er von einer überlebenden Frau des Bergvolks in eine Schwefelgrube gestoßen, nachdem diese sich ihm entgegenwirft. Im Endeffekt hat die Habgier eines Mannes dafür gesorgt, dass ein ganzes Dorf und auch eine lokale Gottheit ausgelöscht wurde. Dieses Thema wurde 1958 im Film Baran, das Monster aus der Urzeit, Baran, 1961 im Film Mothra bedroht die Welt, Mosura, sehr ähnlich wiederverwendet. In dem Baran geht es um zwei Forscher, die lokalen Schmetterlinge erforschen wollen und die Warnungen der Bergbewohner ignorieren. Kurz darauf kommen sie ums Leben und die Einheimischen sehen dies als Strafe ihres Gottes an. Die Schwester des Verstorbenen reist daraufhin mit zwei Freunden ebenfalls in das Dorf und will den Tod ihres Bruders untersuchen. Und auch diese Gruppe ignoriert die Warnung und lacht sogar über das Götzenbild deren Gottes Baradagi. Nachdem ein Junge seinen Hund hinterherrennt, verfolgen sie ihn. An einem See erscheint Varan und nachdem er gereizt wurde, zerstört er das Dorf der Bergbewohner und tötet deren Priester, als dieser seinen Gott Baragadi beschwichtigen wollte. Auch Aran wird, nachdem er in Tokio Zerstörung angerichtet hat, getötet. Im Mothra kam es auf der scheinbar unbewohnten Insel Infant Island zu Atombombentest. Als ein Schiff dort kentert und die Besatzung gerettet wird, stellen die Ärzte fest, dass die Überlebenden keine Anzeichen der Strahlenerkrankung haben. Die Überlebenden glauben, dass dies an dem Saft liegt, die die Einheimischen ihnen gaben. Und daraufhin kommt es zu einer Expedition, die durch Japan und Rolisika, das Land, das die Atombomben dort getestet hat, geleitet wird. Die Gruppen finden neben den Einheimischen auch zwei kleine Feen, die Shobijin. Ein Geschäftsmann aus Rolisika will diese für seine Show haben und als Einheimische sie beschützen wollen, erschießt er viele von ihnen. Einer schafft es zum Mothra-Schreien, bevor er stirbt, und daraufhin schlüpft Mothra. Als Mothra nach Japan fliegt, flieht dieser nach New York City und wird dort erschossen. Nachdem die Shobijin wieder zu Mothra gelangten, flogen sie zurück nach Infant Island. Anders als in den anderen beiden Filmen durfte das Kaiju zum ersten Mal überleben. In diesem Film folgt man immer wieder dem Muster, dass Einheimische ignoriert werden, da die Menschen mit ihren Göttern Profit machen wollen. Diese Habgier zerstört daraufhin nicht nur Unschuldige, sondern auch noch einen selbst. Der im Jahr 1962 erschienene Film Die Rückkehr des King Kong, Kingo Kongo Tai Gojira und der im Jahr 1964 erschienene Film Godzilla und die Urweltraupen, Mosura Tai Gojira, wird dieses Thema leicht verändert. Und es geht zwar immer noch um die Gier der Menschen, doch die Missachtung von Urvölkern wird nur noch angeschnitten. So wird King Kong auf der Insel Faro als Gott angebetet und danach entführt. Und da schwimmt dieser nach seinem Kampf mit Godzilla dorthin zurück. In Mothra wollen die Shobijin Mothras Ei zurückhaben, nachdem dieses in Shizunura angespült wird und fliegen deswegen mit Mothra nach Japan. Und doch auch die geschlüpften Larven schwimmen nach dem Kampf mit Godzilla zurück nach Infant Island. In Hondas Version wurde wahrscheinlich mit dem Film U4000 Panik unter dem Ozean Edo Zero Daisokusen wahr. In dieser Film erschien 1969 und zeigt uns die Stadt Aquatoriana. Dort leben seit Jahrzehnten die größten Wissenschaftler der Welt und gemeinsam haben sie eine Utopie erschaffen, in der die Herkunft des Einzelnen egal ist und wo zum Wohle der Menschheit geforscht wird. Ishiro Honda verstand sein Werk eigentlich nicht nur als Unterhaltung. Hinter den Kaiju, den außerirdischen Invasoren und den zerstörten Städten verbargen sich stets politische und gesellschaftliche Botschaften. Seine eigenen Kriegserfahrungen, die Zerstörung Japans und das Leid zahlloser Menschen prägten seine Sicht auf die Welt nachhaltig. Und deshalb handeln Hondas Filme immer wieder von den Folgen von Krieg, von menschlicher Gier und von Diskriminierung. Gleichzeitig zeigen sie aber auch Hoffnung und in vielen seiner Werke können Konflikte nur durch Zusammenarbeit überwunden werden, unabhängig von der Herkunft, Nation oder Ideologie. Gerade deswegen wirken seine Filme bis heute erstaunlich aktuell und während viele Zuschauer Godzilla und andere Kaiju lediglich als riesige Monster wahrnehmen, stehen sie in Wahrheit oft für die Ängste, Fehler und zwischenmenschliche Konflikte. Und damit prägte Ishiro Honda nicht nur den Kaiju-Eger, sondern hinterließ zugleich eine der bedeutendsten pazifistischen Stimmen der Filmgeschichte. Es war Frankenstein.